zusammen. Na, nach was sieht denn das aus? Genau, das wird mal Sauerkraut. Wir haben jetzt Oktober und jedes Jahr im Oktober stelle ich mein eigenes Sauerkraut her. Das ist so gut, dass die ganze Familie total begeistert ist und dass ich das Kraut bis März ungefähr in meinem Keller vorrätig habe. Und wie das jetzt im Einzelnen gemacht wird, darüber habe ich noch gar keinen Film gemacht. Und das werde ich heute tun und ihr seid dabei, wenn ihr Interesse habt. So, jetzt zeige ich euch noch die Zutaten und die Arbeitsmittel, die wir zum Krautherstellen brauchen. Das ist einmal das Weißkraut. Es sollte ein schönes, festes Kraut sein. Also jetzt im Oktober ist es schon gut fest und nicht mehr so locker. Also, dann brauchen wir einen Gärtopf. Ich habe einen 5 Liter Gärtopf. Wir sind nur zu zweit, das reicht uns aus. Dann brauchen wir einen guten Hobel. Ich habe hier einen aus Holz, den habe ich schon viele, viele Jahre. Und der ist mir eigentlich die ganzen Jahre sehr treu geblieben und ist nicht entzwei gegangen, hat sich gut bewährt bei mir. Ja, dann brauchen wir, das sind jetzt erst einmal die Arbeitsmittel, dann brauchen wir als Lebensmittel das Salz zum Fermentieren. Ich nehme noch Wacholderbeeren dazu und wer mag auch Kümmel. Dann kommt ein bisschen Knoblauch und Ingwer dazu, etwas frischer Dill und das ist meine Starterkultur, die reine Buttermilch. Da sind die Kulturen drin, die das Kraut braucht, um dass der Gärprozess schneller vorangetrieben wird. Muss man nicht unbedingt haben, aber ich habe es immer genommen, es geht dann relativ schnell. So, unsere erste Arbeit wird sein, das Kraut zu hobeln. Am besten, ihr nehmt euch ein Wellenschliffmesser, dann rutscht man nicht so schnell ab beim Schneiden des festen Krautes. Strunk weg und das erste schöne Deckblatt, das entfernen wir erstmal und das zweite lösen wir vorsichtig, denn das brauchen wir dann noch zum oben auflegen. So, es ist ein bisschen eingerissen, aber ich habe ja noch mehr Köpfe. Vielleicht kommt noch ein ganzes mit rüber. So, dann halbieren. Vierteln. Hier ist der Strunk schon gar nicht mehr da. Der ist jetzt alles in dem einem Viertel drin und der Strunk muss natürlich raus, weil der schmeckt bitter. Der kommt nicht mit ins Kraut. So, mein Kraut ist fertig gehobelt. Dann fallen immer noch so Kleinteile an, die sich nicht hobeln lassen, die so zwischen den Fingern rutschen und die auch gefährlich sind wegen den Messern. Die schneide ich dann mit einem Messer in ganz feine Streifen und füge sie noch mit dazu. Die nächste Aufgabe wird sein, das Kraut einzustampfen. Ich hatte 4 Kilo Kraut und auf 1 Kilo Kraut gibt man ungefähr 20 Gramm Salz. Es sollte ein unbehandeltes Salz sein, ein Meersalz, also auf alle Fälle ohne Jod oder ein Steinsalz, das geht auch. Und 20 Gramm gibt es auf 1 Kilo, das wären dann 80 Gramm Salz, die ich jetzt nehmen muss. So, das Salz kippe ich jetzt in das Kraut. Alles rein. Jetzt muss das Kraut gut umgerührt werden, dass sich das Salz verteilt. Und dann wird es quasi gestampft. Ich habe einen Stampfer, das mache ich gleich. Das Kraut muss geknetet und gestampft werden, damit die Zellen aufbrechen und der Zellsaft nach außen treten kann, damit Flüssigkeit entsteht. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung fürs Fermentieren. Ich habe bloß eine Menge Kraut und das ist mit der Hand schlecht zu machen. Deshalb
habe ich noch so einen Stampfer. Und ich setze jetzt die Schüssel auf den Boden und werde das Kraut schön durchstampfen. Abwechselnd schichte ich nun das Kraut, die Knoblauch- und Ingwerscheiben, den geschnittenen Dill, den Kümmel und die zerstoßenen Wacholderbeeren in den Gärtopf. Fest eindrücken ist hier ganz wichtig. Zwischen jeder Schicht Kraut wieder die Zutaten. Sorry, ich habe vergessen, die Kamera laufen zu lassen und deshalb muss ich das jetzt erklären. Das Kraut ist fertig eingelegt im Topf und man sieht auch hier, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, doch der Saft steht bis oben hin. Das entsteht nur vom Salz und vom Brechen der Zellen durch das Stampfen. Ich habe noch ein schönes Deckblatt gefunden von einem anderen Kraut. Das lege ich jetzt oben drauf. Habe ich nochmal abgewaschen. Ganz sauber arbeiten. So. Das kommt oben drauf. Richtig fest eindrücken. Und jetzt kommen noch die Beschwerungssteine dazu. Die wären mit dem Topf geliefert, wenn man ihn bestellt. So, das ist jetzt ein bisschen eng geworden hier. Die ganze Sache. Das muss man gut eindrücken. Das ist der zweite. Und der kommt auch noch mit rein. Und diese Beschwerungssteine drücken das ganze Kraut nach unten und das Wasser steht oben drauf. Und jetzt kann keine Luft mehr ran. Als nächstes füllen wir den Ring mit Leitungswasser. Diese fungiert als Dichtung, lässt keine frische Luft von außen nach innen, jedoch die überschüssigen Gase von der Gärung des Krautes nach außen. Ich habe noch vergessen, meine Starterkultur hinzuzugeben. Man kann es machen, man braucht es aber nicht machen. Das sind die Bakterien, die in der Buttermilch von Haus aus enthalten sind. Und diese Bakterien beschleunigen den Gärprozess. Also ein bisschen, so, das reicht. Und jetzt den Deckel drauf. Und jetzt kann der Gärprozess beginnen. So, und weil ich mir nicht alles so gut merken kann, halte ich noch das Datum fest. Heute ist der 9. Oktober. Damit ich weiß, wann ich mein erstes Kraut essen kann. Nach 2 Tagen beginnt es im Topf schon zu blubbern. Das ist ein Zeichen, dass die Gärung eingesetzt hat. Dabei verdrängt die Kohlensäure die Luft im Gefäß. Die Gärzeit beträgt bei Sauerkraut 5 bis 6 Wochen. Ich lasse den Topf die ersten 14 Tage in meiner Küche stehen und dann geht es ab in den Keller, wo er auch den Rest seiner Zeit verbringt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Anregung geben, wieder mal selber was herzustellen. Sauerkraut, wenn man es kauft, es ist nicht teuer. Aber selbstgemacht ist eben halt dann doch noch was anderes. Erstens weiß man, was drin ist, was man selbst reingemacht hat, dass das alles Bio ist. Und zweitens mal, es schmeckt ganz anders, wenn man es selbst gemacht hat. Da steckt die Liebe drin. Und ja, es ist was anderes. Ich mache es schon viele Jahre und meine Familie liebt es. Und ich möchte es auch nicht missen. Sauerkraut ist sehr gesund. Ich lese das hier gerade in dem kleinen Heftchen, was es dazu gibt, wenn man den Topf bestellt. Ist aber jetzt keine Werbung, weil den Topf habe ich wirklich selbst bezahlt. Ich bekomme von der Firma nichts. Es gibt auch unterschiedliche Firmen, die diese Gärtöpfe herstellen. Also das bleibt euch überlassen, was ihr dazu nehmt. Man kann auch ein Konservenglas nehmen. Ja, die schreiben hier, die Zubereitung ist gesund für Jung und Alt und schützt vor Krankheiten, welche durch Mangelernährung wie das Fehlen von Vitamin C entstehen. Sauergemüse, also auch Gemüse, nicht nur das Kraut, wirkt Gelenkentzündungen, Erschöpfungen, Zahnfleischbluten, Hautproblemen und Muskelschwund entgegen. Es sollte zur regelmäßigen Ernährung gehören. Und das ist auch meine Meinung.
Jedes Jahr Sauerkraut, frisch und selbst gemacht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen beim Nachmachen und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.